Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen in Belgiens Hauptstadt Brüssel. Da die Kathedrale St. Michael und Gudula direkt um die Ecke unseres Hotels liegt, beginnen wir unseren Rundgang gleich hier. Betritt man die Kathedrale, stellt man schnell fest, dass sie im Inneren etwas nüchterner gestaltet ist, als man erwarten würde. Sie wurde im Laufe ihres Bestehens von Bilderstürmern und französischen Revolutionären geplündert. Die Bauarbeiten wurden im Jahr 1226 begonnen und dauerten bis zum Ende des 15. Jahrhunderts an. So sind mehrere architektonische Stilrichtungen im Gebäude zu finden, von der Romanik über die Renaissance bis zur brabanten Gotik. Auf einer Anhöhe stehend ragt die Kathedrale mit ihren 2 Türmen monumental aus der Brüsseler Skyline hervor. Kurze Zeit später treffen wir auf dem Grasmarkt auf die Skulptur von Charles Bulls. Er war zwischen 1881 und 1899 Bürgermeister der Stadt Brüssel. Wir folgen der Rue des Eperoniers mit ihrer Blütendeko. Nach einem kurzen Fußweg mündet sie in die Rue des Marches au Fromage, in der sich diverse griechische Restaurants angesiedelt haben. Wir erreichen die Grand Place. Sie ist der zentrale Platz der belgischen Hauptstadt und eines ihrer Wahrzeichen. Mit dem gotischen Rathaus und seiner geschlossenen barocken Fassadenfront gilt sie als einer der schönsten Plätze Europas und wurde 1998 als Ensemble in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Wir betreten die Galerie Royale Saint-Hubert, die zu einer der schönsten überdachten Galerien Europas zählt. Neben Edelboutiquen findet man hier auch große Namen der belgischen Chocolatiers. Die majestätische, 200 Meter lange denkmalgeschützte Galerie wurde 1847 im Stil der florentinischen Renaissance erbaut. Wir folgen der Rue des Bouchers, die als touristische Restaurantmeile gilt und mit ihrer hängenden Pflanzendekoration schön anzusehen ist. Das Abendessen nehmen wir heute im Hard Rock Café Brüssel ein, das sich in einem hübschen historischen Gebäude befindet. Und zum Nachtisch gibt es noch ein irisches Gerstengetränk. Nach einer ruhigen Nacht erwachen wir in unserem Hotel und begeben uns zum reichhaltigen Frühstücksbuffet. Unser erster Anlaufpunkt ist erneut die Grand Place, an der in Brüssel kein Weg vorbeigeht. Ein Besuch im Brüsseler Stadtzentrum ist eine echte Reise in die Vergangenheit.
Wie könnte es anders sein bei all den prächtigen Weltkulturerbestätten? Und auch eine belgische Waffel gehört einfach dazu. Brüssel ist eine Stadt der Genießer und Schlemmerer. Das Propartarier-Denkmal befindet sich am Platz der Märtyrer und wurde der belgischen Revolution von 1830 gewidmet. Am Ende des Boulevard Ansbach, einer weitläufigen Fußgängerzone, erreichen wir den Place des Bruckers. In seinem Mittelpunkt steht das Hotel Continental und die Ostseite wird von einem schönen Gebäudeensemble eingerahmt. Etwas abseits entdecken wir die Beginenhofkirche. Das Gebäude im Barockstil wurde im 17. Jahrhundert im Herzen eines bedeutenden Beginenhofs errichtet. Im historischen Börsengebäude befindet sich heute ein Biermuseum. Das bringt uns spontan auf eine kulinarische Idee. Wir erreichen Manneken Pis, die wahrscheinlich meist fotografierte Brunnenfigur der Welt. Die kleine Skulptur, die seelenruhig in einer Gasse der Brüsseler Innenstadt vor sich hin pieselt, ist heute in eine Gala-Uniform gekleidet. Eins von inzwischen 1000 Kostümen. Am Abend ist der kleine Kerl dann wieder nackig. Heute begeben wir uns zu Fuß in Richtung Königspalast und wundern uns über die abgesperrten Straßen. Was wir bis dahin nicht wissen, ist, dass heute der Brüsseler 20-Kilometer-Lauf stattfindet, an dem sage und schreibe mehr als 38.000 Läufer teilnehmen. In den Straßen herrscht überall eine wunderbare Stimmung, bei all den vielen Läufern und Zuschauern. Der Brüsseler Königspalast zählt zu den prächtigsten offiziellen Gebäuden der belgischen Hauptstadt und ist gleichzeitig Symbol der konstitutionellen Monarchie. Das Riesenrad The View, gleich neben dem imposanten Brüsseler Justizpalast, ist eine neue permanente Touristenattraktion in Brüssel, bei der man ausgiebig Höhenluft schnuppern kann. Immerhin handelt es sich um den höchsten Aussichtspunkt Brüssels. Vor dem Riesenrad befindet sich das belgische Infanteriedenkmal, das den belgischen Soldaten gewidmet ist, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Ein Fahrstuhl verbindet den Justizpalast mit dem darunter gelegenen Viertel.
Bevor wir Brüssel wieder verlassen, statten wir dem Atomium noch einen Besuch ab. Das ikonische Bauwerk wurde 1958 für die Weltausstellung errichtet. Mit einer Höhe von 102 Metern bietet das Atomium eine beeindruckende Aussicht auf Brüssel. Wenn euch unser Video gefallen hat, würden wir uns über einen Like oder ein kostenloses Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal.